Gott segne euch. Herzlich willkommen zur heutigen Weltfriedensmeditation. Heute für alle, die in ihrem Leben schon mal so richtig die Nase voll gehabt haben und auch für alle, wo das in Zukunft vielleicht mal passieren könnte und wie ihr da am besten vorbeugen könnt. Also, wenn ihr das Gefühl habt, alles bricht zusammen, ihr könnt nicht mehr oder ihr wollt nicht mehr, ihr habt die Nase gestrichen, voll. So, was ihr dann machen könnt und was auch euer Atma von Freitag bis Sonntag 3 Tage lang gemacht hat, das erzähle ich euch heute. Und es geht um den direktesten und schnellsten Weg, eure wahre Natur zu erkennen. Und je mehr ihr das schafft, umso weniger werdet ihr an Leid und Täuschungen, welcher Art auch immer, angehaftet sein. Und so werde ich heute mit euch teilen, so auf der Liste der wichtigsten Tipps, die ich von Swami erhalten habe, wird das, worüber ich heute mit euch spreche, steht ganz, ganz oben an erster Stelle. So, seit 2 Wochen bearbeiten wir ja mit euch, mit den Teilnehmern der Weltfriedensmeditation, das Thema Wut, Ärger, Frust, Groll und andere ähnliche Emotionen, wie wir sie in uns selbst und im Feld klären können, beziehungsweise wir klären sie in uns selbst und eben auch im morphogenetischen Feld, diese Energien zu transformieren. Und es ist klar, dass wenn wir uns diesem Thema widmen, dass wir dann auch mit all dem Ärger, Frust, Groll in uns, wenn der noch da vorhanden ist, auch selbst konfrontiert werden, ja, auch selbst hochkommt. Und eben der andere Aspekt ist eben, dass auch wenn wir diese Energien auch im morphogenetischen Feld waschen, ein kleiner Teil dieser Energien geht eben auch durch unser System und macht auch etwas mit uns. Deswegen auch hier nochmal an die Entladungstechniken erinnert. Und wir haben auch gehört von einigen von euch, die in der letzten Woche ja durch enorme emotionale Dinge gegangen sind, psychosomatische Symptome aufgetaucht sind. Das war zum Teil richtig heftig. Und ja, glaubt uns, es ergeht gerade vielen so. Auch wir sind nicht davon verschont. So auch Samara und meine Wenigkeit, wir haben heiße Tage hinter uns. Und auch ich war sowas von bedient und hatte, wie gesagt, die Nase komplett voll. Und es ist so, dass ich schon seit Monaten keinen richtigen Schlaf mehr finde. Wir haben Nachbarn unter uns, die so ab 11:30 legen die richtig los und dann geht es bis tief in die Nacht hinein, so dass ich also dann erst in den frühen Morgenstunden auch irgendwie zum Einschlafen komme. Und ja, morgens früh ist dann auch schon wieder was los und beeinflusst letztendlich unsere ganze Familie. Dann sind viele andere Dinge hinzugekommen, irgendwie auf allen Ebenen. Ihr kennt das, dann kommt eine Baustelle, dann öffnet sich noch eine Baustelle und noch eine. Dann kamen persönliche Dinge hoch, so, ihr kennt das alle. Und ihr wisst, wenn der Frust dann zu groß wird, weil scheinbar überhaupt nichts mehr klappt, dann ist eben auch die Gefahr groß, dass alte Verhaltensmuster und Reaktionsmuster dann wieder die Kontrolle über einen übernehmen. Tja, und so war es dann auch, dass dann auch wir beide einen heftigen Konflikt hatten. Und ja, euer Atma war so richtig fett ab, hatte so richtig die Nase voll. Und dann an einem Punkt in der Nacht, so die Nachbarn unten haben sich wieder gezofft, wie eigentlich jede Nacht. Irgendwann habe ich ihn einfach aufgegeben. Und mir kamen dann Swamis Worte in den Sinn. So, Swami hat oft von Hanuman und von Rama erzählt, von ihrer Beziehung, so von der kompletten wundervollen Hingabe Hanumans an seinen Meister Rama. So, wem Rama jetzt nichts sagt, in der vedischen Tradition gilt Rama als eine physische Inkarnation Gottes, genauer gesagt von Vishnu, ist aber jetzt nicht wichtig, nicht entscheidend. Der Punkt, wo ich hinaus will, ist, Hanuman gilt in der vedischen Tradition als eine der stärksten Seelen im Universum und er soll mit Jesus zusammen das kraftvollste, offenste Herzchakra haben. So, Hanuman hat unglaubliche, übernatürliche Fähigkeiten entwickelt, allein durch seine pure, reine Liebe an seinen Meister, an das Göttliche. Er hat definitiv Prema, die Liebe, gemeistert, er hat Shanti gemeistert und er ist der Ausdruck von Mut und Furchtlosigkeit. Das heißt, er kennt keine Angst, beziehungsweise er stellt sich jeder Situation.
Und letztendlich ist das, was wir als Mut bezeichnen können. So, Mut ist also keine Abwesenheit von Angst, sondern dass wir uns trotz der Angst eigentlich jedem Thema, jeder Situation stellen. Und diese Qualitäten können wir über die Verbindung zu Hanuman eben auch in uns selbst entwickeln. Hanuman steht für Satya, für die Wahrheit. Er ist authentisch und ja, sein Herz ist zu 100% für Gott und für seinen Meister Rama geöffnet. Und dadurch hat er auch zu 100% seinen Verstand gemeistert. Er hat keine destruktiven Gedanken mehr. Oder anders ausgedrückt, er ist in der Lage, jeden destruktiven Gedanken sofort zu eliminieren. Also ich werde euch morgen auch ein Foto von Hanuman und Rama einblenden. Ja, auch darüber merkt ihr sofort, wie sich euer Herzchakra öffnet. Und er hat es eben geschafft, keinem destruktiven Gedanken Raum zu geben. Und diesen Gedanken dann sofort wieder loslassen. Und das ist der Punkt, um dem es Swami immer wieder ging, wenn er über Hanuman gesprochen hat. So, er hat seinen Studenten immer wieder den Wink gegeben, wie wir unseren Verstand meistern können, unseren Monkey Mind, wie wir ihn ruhig und friedvoll werden lassen können. So, und dafür hat Swami unter anderem das erste Luftmantra gegeben aus dem Elemente-Prozess. So ein direkter Kanal, mit dem ihr euch mit der Energie von Hanuman verbinden könnt. Dann steht Hanuman auch für physische Gesundheit. Also wenn ihr euch seinen Körper anschaut, ja, Hanuman strotzt vor Gesundheit. Und er ist in der Lage, wer sich mit ihm verbindet, er ist auch in der Lage, die Siddhi-Kräfte zu geben. Und er steht wie keine andere Seele für das Brahma Consciousness, höchstes Bewusstsein. Auch über Hanuman können wir reines Bewusstsein gewinnen. Und wie ich dann nachts so da lag und der ganze Boden unter mir bebte, unsere Nachbarn sich gegenseitig anschrien, und dann schaute ich mir an, irgendwie was in meinem oder in unserem Leben so alles läuft. Und ja, hier kommt jetzt der direkte Weg, wie ihr eure wahre Essenz entdecken könnt. Und oftmals ist es gerade so, wenn alles zusammenbricht, dass wir uns dann dafür öffnen. Und wie gesagt, in dieser Situation fielen mir dann die Worte von Swami ein, was er über die Beziehung von Rama und Hanuman erzählt hat und auch Swamis eigene Beziehung zu seinem Meister Shirdi Sai Baba. Shirdi Sai Baba, der als Inkarnation von Shiva gilt, dem höchsten transzendenten Bewusstsein. Und an einem bestimmten Punkt habe ich einfach alles losgelassen. Allen Druck, allen Schmerz, allen Stress. Und ihr müsst an den Punkt kommen, wo ihr bereit seid, alles loszulassen. Was ja eine reine Kopfsache ist. Es war eine so gigantische Traurigkeit in mir, Müdigkeit, Erschöpfung. Und ich habe dann einfach innerlich gesagt, ich lasse jetzt alles los. Genauso wie wir das jeden Donnerstag in unserer Meditation machen. Also ich habe alles in Babas Hände gelegt und habe dann habe das höchste Göttliche vor mein drittes Auge gebracht. Und wenn immer der Verstand irgendwelche inneren Gespräche beginnen wollte, ich habe sie einfach gekappt, so ihnen nicht mehr zugehört. Also immer wieder den Fokus auf das höchste Göttliche gelegt und mir vorgestellt, dass die Schwingungen von Satya, Dharma, Shanti und Prema alles in mir durchdringen, erleuchten und alles Alte und Negative auflösen. Also so, wie wir das jeden Donnerstag auch gemeinsam in unserer Meditation machen. So, es geht also um euer drittes Auge. Es geht darum, dass ihr euer drittes Auge stärkt. Wenn euer drittes Auge stark ist, wenn das Feuerelement in euch stark ist, dann könnt ihr über euer drittes Auge jede Form von Negativität verbrennen. Jeden Schmerz, jeden Frust, jeden Ärger, ob es Traurigkeit ist. Ihr nehmt diese Gefühle, diese Emotionen wahr und ihr könnt sie transformieren. Und die Kunst oder das Training ist es, dass ihr es schafft, das höchste Göttliche, und das kann für den einen Jesus sein, für den anderen die göttliche Mutter oder euer Meister. Es kann auch genauso die Sonne sein. Die Sonne als Ausdruck puren Feuers, des Feuerelementes, das alles transformieren kann. Weil die Sonne ist göttlich und ohne sie wäre kein Leben möglich. Also es zu schaffen, dass ihr das höchste Göttliche immer wieder vor euer drittes Auge bringt. Und wenn ihr dann merkt, dass Gedanken kommen, ja, dass wieder ein innerer Dialog in eurem Kopf abläuft, gebt ihm keine Energie, keine Aufmerksamkeit.
bringt sofort wieder das höchste Göttliche vor euer drittes Auge. Oder auch macht eine der Meditationen, die wir euch in den letzten Wochen gegeben haben. Und übergebt die Ergebnisse eurer Meditation komplett an das Göttliche ab. Keine Erwartungshaltung mehr, ihr lasst einfach alles los. Und so verrückt es klingen mag, je schlimmer es ist, umso leichter wird es euch fallen. So, wir müssen, verzeiht mir die Ausdrucksweise, manchmal müssen wir einfach die Schnauze komplett voll haben. Und dann, entweder ist das dann der Abgang oder wir bekommen die Kurve und wir geben uns komplett hin. So, und das ist der Drehpunkt, an dem sich alles ändern kann und auch ändern wird, wenn ihr bereit seid, komplett loszulassen. So wichtig es auch für euch sein mag, so groß der Schmerz in eurem Herzen sein mag, etwas zu verlieren oder einen lieben Menschen zu verlieren. Ihr gebt es einfach komplett in die Hände des Göttlichen. So, ich möchte nur noch dich. Alles andere ist mir egal. Mich interessiert nur noch dich. Mich interessiert nur noch höchstes göttliches Bewusstsein. Mach was immer du willst durch mich. Ich bin fein damit. Ja, versteht ihr? Und das wird so viel in euch lösen. Und es war dann spannend zu sehen, wie sich dann auch nach diesen 3 Tagen und Nächten, wie sich dann auch die Energien wieder anfingen aufzulösen und wie es wieder ins Fließen kam. So, der Mechanismus des Loslassens und auch des wahren tiefen Gottesvertrauens, also das Vertrauen in euch selbst. So, wir dürfen uns dem jetzt stellen und wir dürfen darauf vertrauen, dass das höchste Göttliche, welchen Namen auch immer ihr dem Göttlichen geben wollt, dass es euch unterstützt und dass ihr euch auf diesem Weg den göttlichen Funken in euch wiederentdecken und auch erfahren werdet. Und dann möglicherweise erkennen werdet, dass es keine Trennung zwischen euch und dem Göttlichen gibt. Und dass alles Beseelte mit dem Göttlichen verbunden ist. Und alles andere eine große, fette Illusion ist. Und während ich dann in diesen Nächten so wach lag, fiel mir ein kleines Büchlein ein, das Swami in einem Talk mal empfohlen hatte an uns. Und wer mit Swami war, ihr erinnert euch sicherlich, wie oft er uns die Frage gestellt hat, beziehungsweise wie oft er uns aufgefordert hat, dass wir uns folgende Fragen stellen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was ist meine Aufgabe hier? Was ist mein Dharma hier? Und wohin gehe ich, wenn ich meinen Körper verlasse? So, diese 3, 4 Fragen hat er uns immer wieder gestellt. Und ich möchte euch aus diesem kleinen Büchlein von Ramana Maharshi, Soulmate von Swami, möchte ich euch ein paar Auszüge vorlesen. So, das Buch heißt Wer bin ich? Und ich habe mir die wichtigsten Stellen, hatte ich mir mal unterstrichen. Und allein das Lesen und auch das Reflektieren dieser Worte, es bringt euch sofort in einen anderen Geisteszustand. So, habt ihr Lust, ein paar Passagen aus diesem Buch zu hören? Ich gebe euch die Essenz hier. Und letztendlich brauchen wir auch nichts anderes. Also es hat mich viele Jahre gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass es eigentlich nicht mehr braucht. Und mein Verstand wollte immer mehr Futter haben. Aber letztendlich sind diese Worte genug, die ich euch gleich vorlese, und ihr könnt darüber alles empfangen. Also, ich lese euch jetzt ein paar Stellen aus diesem Büchlein vor. Ramana Maharshi empfiehlt, sich die Frage, wer bin ich, zu stellen. Verfolge unerbittlich die Ergründung, wer bin ich? Spüre die Wurzel deiner Persönlichkeit auf. Wenn andere Gedanken auftauchen, dann denke den aufsteigenden Gedanken nicht zu Ende, sondern erforsche auf der Stelle. Wer ist es, dem dieser Gedanke kommt? Was macht es schon aus, wie viele Gedanken dir kommen? Sobald sich ein Gedanke bildet, erforsche aufmerksam. Wem kommt dieser Gedanke? Die Antwort lautet, mir. Wenn du weiter forschst,
wer bin ich? Kehrt der Geist zu seinem Ursprung zurück und der auftauchende Gedanke verblasst. Wenn du das ausdauernd praktizierst, wächst die Kraft des Geistes, in seiner Quelle zu bleiben. Großer Schlüssel. Wenn irgendwelche Gedanken kommen, sage dir, wer bin ich? Wenn du denkst, wer bin ich? Das sind jetzt meine Worte, ich lese den letzten Abschnitt nochmal vor. Wenn du denkst, wer bin ich, kehrt der Geist zu seinem Ursprung zurück und der auftauchende Gedanke verblasst. Wenn du das ausdauernd praktizierst, wächst die Kraft des Geistes, in seiner Quelle zu bleiben. So, und hier verrate ich euch ein großes Geheimnis. Was immer ihr schafft, in eurem dritten Auge zu halten, das zieht ihr in euer Leben hinein. So stellt euch euer drittes Auge als ein Vakuum vor. Ihr denkt an Gott oder an die Liebe, besser noch, ihr fühlt Gott, ihr fühlt die Liebe und dann zieht ihr diese Energie in euer drittes Auge hinein. So im Äther ist alles als unmanifestiertes Potenzial vorhanden. Und was ihr im dritten Auge haltet, alles was ihr denkt, was ihr fühlt, was ihr euch vorstellt, ihr zieht es in euer Leben hinein. Und deswegen haben wir euch letzte Woche die 18-Sekunden-Technik vorgestellt, die wissenschaftlich bewiesen hat, wie jeder zu einem kraftvollen Schöpfer wird, wenn er oder sie es schafft, für 18 Sekunden ein Bild, ein Gefühl, ein Gedanke vor dem dritten Auge zu halten. Wir verlinken euch das gerne morgen nochmal in der Aufzeichnung. Weiter mit Ramana Maharshi. So. Alle Lebewesen möchten stets glücklich und sorgenfrei sein. Jeder liebt sich selbst am meisten, denn das Glück ist die Ursache der Liebe. Um dieses Glück zu erlangen, das unser Wesen ist und das täglich im Tiefschlaf erfahren wird, in dem kein Geist vorhanden ist, muss man sich selbst erkennen. Hierfür ist die Ergründung, wer bin ich, der beste Übungsweg. Unabhängig von den Gedanken existiert keine Welt als etwas Eigenständiges. Im Tiefschlaf gibt es keine Gedanken und auch keine Welt. Im Wachen und Träumen dagegen existieren Gedanken und deshalb gibt es auch eine Welt. Genauso wie die Spinne den Faden für ihr Netz aus sich selbst herauszieht und ihn wieder in sich selbst zurückzieht, projiziert der Geist aus sich selbst heraus die Erscheinung der Welt und löst sie wieder in sich auf. So, hört euch diese Worte gerne nochmal in der Aufzeichnung an. So, wir leben in einer künstlichen Matrix und die ist darauf ausgerichtet, dass wenige herrschen und kontrollieren, während der Rest ausgebeutet und klein gehalten wird. Und das so raffiniert, dass viele Menschen immer noch an Freiheit und Demokratie glauben. So lasst uns wieder eine echte göttliche Matrix erschaffen. Und wer soll sie erschaffen, wenn nicht wir? Weil wir, alle beseelten Menschen, wir sind der verlängerte Arm des Göttlichen. So der göttliche Funken ist in uns. Wir alle sind Teil der göttlichen Quelle. Und das versuchen wir uns seit Jahrtausenden auszureden, es den Menschen vergessen zu machen. RNA-Impfungen zum Beispiel trennen die Menschen von ihrer göttlichen Anbindung. So, es gibt göttliche Werkzeuge, wie dieses wunderschöne kleine Büchlein, und es gibt dunkle, satanische Werkzeuge. Yin und Yang, hell und dunkel, ohne es zu bewerten. Jeder Einzelne entscheidet für sich, was er denkt und fühlt. Also lasst nicht zu, dass fremde Gedanken in euer Gehirn eindringen. Und ihr habt die Kraft, das zu verhindern. Und den Weg, den Ramana Maharshi hier vorstellt und was Swami uns auch immer wieder empfohlen hat, fragt euch immer wieder, wer bin ich? Und haltet das höchste Göttliche in eurem dritten Auge. So trainiert es. Schaut euch die 18-Sekunden-Regel an und trainiert es. Zum Beispiel, dass ihr euch 3 bis 5 Mal am Tag diese 18 Sekunden Zeit nehmt und haltet währenddessen das höchste Göttliche vor euer drittes Auge.
und fragt euch in eurer Meditation, wer bin ich? So, ich habe noch einen letzten Abschnitt, den ich euch vorlesen möchte. Ramana Maharshi weiter. Durch den Prozess der Erforschung, wer bin ich, wird der Geist unterworfen. Der Gedanke, wer bin ich, vernichtet alle anderen Gedanken und wird schließlich selbst vernichtet. Wenn du dem Ich-Gedanken nicht den geringsten Platz einräumst, manifestiert sich deine wahre Natur. Ramana Maharshi. Und das heißt, du erkennst dein wahres göttliches Selbst. Und damit kommst du zum Brahma Consciousness, zum reinen Bewusstsein. Denk an das erste Erdemantra. Om Guru Guru Parama Guru, diese Zeile. Der Link zum reinen Bewusstsein. So Swamis erster Prozess, den er gelehrt hat, war der 5-Elemente-Prozess, indem ihr euch über die Elemente wieder mit der Quelle verbindet. So, wer mehr darüber wissen will, schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir geben euch gern weitere Infos. So, und dann lasst uns noch kurz über den kommenden Neumond sprechen am Samstag, 29. März. Ich hatte es in der E-Mail kurz angedeutet. Silke Schäfer, eine Astrologin, sie hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Es ist ein Neumond, der nur alle 164 Jahre in dieser Konstellation auftaucht und er steht komplett für Neuanfang. So, die Einladung startet an diesem Neumond. Und wer sich erst danach die Aufzeichnung anhört, startet dann. So erlaubt euch eine kleine spirituelle Praxis, euch täglich über euer drittes Auge mit dem höchsten Göttlichen zu verbinden. Euch zu fragen, wer bin ich? Und auch eure höchste, größte Vision für euer Leben und für diese Welt vor euer drittes Auge zu bringen. So, die Zeichen in diesem Jahr stehen auf Neuanfang. Und wie dieser aussehen wird, wir entscheiden diesen Neuanfang durch die Kraft unseres Geistes. So, das Zweier-Erde-Jahr unterstützt alle Bestrebungen nach Harmonie, nach Liebe, nach Frieden. So kultiviert diese Schwingungen in euch und dann wird sie auch die notwendigen Veränderungen im Außen bringen. Und folgt und vertraut eurer inneren Stimme, auch wenn sie euch vielleicht manchmal Angst macht, weil es möglich ist, dass sie euch auffordert, Wege zu gehen, die der Verstand fürchtet oder weil sie für ihn unbequem sind. Und es ist keine Zeit mehr für Angst und keine Zeit mehr für Bequemlichkeit, weil das sind die Werkzeuge, die die dunkle Seite nutzt, um die Menschen dann weiter in ihrem Schlaf zu halten. Und die lichte Seite nutzt die Liebe, die Wahrheit, den Mut. Und wenn wir uns von diesen Aspekten führen lassen, dann werden wir für uns und auch für unsere Kinder und Kindeskinder eine großartige Zukunft kreieren. So, damit sind wir fast am Schluss angelangt. Noch eine kurze Ankündigung, über die ich mich sehr freue. So, diese 3 dunklen Tage und Nächte haben eben neben vielen Erkenntnissen auch eine Inspiration, einen Impuls gebracht. Und zwar endlich die Hanuman-Kanäle zu geben, was ich schon seit über 5 Jahren vorhabe, wie ihr euch mit Hanuman verbinden könnt, mit seiner Energie, mit seinem Mut, mit seiner Liebe, seinen Kräften. Und es wird am Hanuman-Vollmond am 12. April wird es ein Hanuman-Webinar geben. Ist auch sein Geburtstag. Und ich werde dann eben auch zum ersten Mal ausführlich über meine eigenen Erfahrungen mit Hanuman sprechen, so damit ihr seht, dass diese Kanäle auch funktionieren. Wer also an reiner Liebe interessiert ist, an Furchtlosigkeit, an besonderen Fähigkeiten, auch seine physische Gesundheit zu stärken, notiert euch gern schon mal den 12. April. Und ich hoffe, dass ich bis Mitte nächster Woche dann auch dazu komme, die Anmeldeseite fertig zu haben und online zu stellen. Und für mich wäre das sehr hilfreich. Wer Interesse hat an diesem Webinar, schreibt uns gerne schon mal eine E-Mail, wer daran interessiert ist. Und damit lasst uns zur heutigen Weltfriedensmeditation kommen.